Nur wenige Menschen sprechen über diese Stadt, und doch ist sie die drittgrößte Stadt von Bosnien und Herzegowina. Hier ist kaum etwas speziell für Touristen geschaffen worden, und genau das macht den Unterschied. Keine Menschenmassen, keine künstlichen Kulissen, sondern einfach eine echte Stadt, lebendig und voller junger Menschen, mit einer Atmosphäre, die sich deutlich von dem unterscheidet, was man bei einer Reise auf den Balkan erwarten würde. Willkommen in Tuzla. Wenn man an dieses Land denkt, kommen einem meist Sarajevo oder Banja Luka in den Sinn. Doch Tuzla bleibt oft im Hintergrund. Bereits in den ersten Minuten spürt man jedoch, dass hier etwas anders ist. Die Stadt ist von Hügeln und Natur umgeben, und das Leben verläuft in einem ruhigeren Tempo. Es gibt weniger Lärm, weniger Stress, und vor allem fällt schnell die große Zahl junger Menschen auf, die die Straßen beleben. Diese dynamische Jugend prägt die Atmosphäre der Stadt entscheidend. Auf den Plätzen, in den Cafés und in den Parks sind sie überall präsent, unterhalten sich, lachen und verbringen gemeinsam ihre Zeit. Tuzla ist keine Stadt, die in der Vergangenheit stehen geblieben ist, sondern ein Ort, der die Gegenwart auf eine einfache und natürliche Weise lebt. Die lokale Geschichte birgt übrigens eine interessante Besonderheit. Der Name Tuzla stammt aus dem Türkischen und bedeutet Salz. Über Jahrhunderte hinweg prägte dieser Rohstoff die Entwicklung der Stadt. Noch heute ist diese Identität sichtbar, insbesondere durch die berühmten Salzseen, die zahlreiche Besucher anziehen, sobald die Temperaturen steigen. Wenn man sich dem Stadtzentrum nähert, öffnet sich ein großer Platz, der als natürlicher Treffpunkt dient und auf dem sich das tägliche Leben konzentriert. Hier begegnet man Familien, Freundesgruppen, Studenten und älteren Menschen. Jeder kommt hierher, um Zeit zu verbringen. Niemand scheint es eilig zu haben. Die Menschen setzen sich, unterhalten sich und beobachten einfach das Leben um sich herum. Cafés gibt es überall. Es sind keine Orte, an denen man schnell einen Kaffee trinkt und weitergeht, sondern Plätze, an denen man stundenlang verweilt. Auszugehen bedeutet hier vor allem, sich hinzusetzen und Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Sich in Tuzla fortzubewegen ist relativ einfach. Das Stadtzentrum ist kompakt und viele Sehenswürdigkeiten lassen sich bequem zu Fuß erreichen. Für längere Strecken stehen Taxis zur Verfügung, die meist erschwinglich sind, auch wenn es oft ratsam ist, den Preis vor der Fahrt zu vereinbaren. Solche kleinen Gewohnheiten gehören zum Alltag der Stadt. Ebenso überraschend ist die geringe Zahl an Touristen. Die meisten Menschen, denen man begegnet, sind Einheimische. Dadurch entsteht eine völlig andere Atmosphäre. Tuzla ist keine Stadt, die für den Tourismus gestaltet wurde, sondern ein authentischer Ort, an dem das Leben seinen natürlichen Lauf nimmt. Wenn du gerne solche Orte entdeckst, fernab vom Massentourismus, dann schau dir auch die anderen Videos des Kanals an. Es gibt viele wenig bekannte Reiseziele, die es wert sind, erkundet zu werden. Abonniere den Kanal, damit du keine zukünftigen Entdeckungen verpasst. Während man die Stadt weiter erkundet, fallen die unterschiedlichen Einflüsse auf, die Tuzla prägen. Moscheen, Kirchen und verschiedene Baustile existieren hier nebeneinander.
Alles scheint auf relativ harmonische Weise zusammenzuleben. Gespräche mit einigen Einwohnern zeigen jedoch manchmal eine etwas komplexere Realität. Ein Taxifahrer erklärte mir, dass verschiedene religiöse Gemeinschaften zwar in derselben Stadt leben, sich jedoch häufig auf unterschiedliche Viertel verteilen und die Kontakte zwischen ihnen nicht immer intensiv sind. Für Besucher ist das nicht sofort sichtbar, gehört jedoch zum gesellschaftlichen Hintergrund des Landes. Trotz der angenehmen Atmosphäre und der Ruhe in den Straßen fällt noch etwas anderes auf. Geschäfte, Bars und manche Restaurants wirken gelegentlich weniger besucht als in vergleichbaren europäischen Städten. Nicht, weil es kein Leben gäbe, sondern weil alles in einem ruhigeren und entspannteren Rhythmus abläuft. Ein weiteres auffälliges Detail sind die Friedhöfe, die sich über die umliegenden Hügel erstrecken. Blickt man nach oben, sieht man Reihen weißer Grabsteine, die den Hängen folgen und ständig an Geschichte und Erinnerung erinnern. Dieses Bild ist in Bosnien und Herzegowina keineswegs ungewöhnlich. In vielen Regionen des Landes befinden sich Friedhöfe an den Hängen der Berge und Hügel. Sie sind ein stilles Symbol dafür, wie die Erinnerung an die Verstorbenen in die alltägliche Landschaft integriert bleibt. Bestimmte einfache Szenen bleiben besonders im Gedächtnis. Lange Schlangen vor kleinen Eisdielen, unabhängig vom Wetter, oder Menschen, die selbst bei kühlen Temperaturen ein Eis genießen. Solche alltäglichen Details verraten oft viel über die lokale Lebensweise. Gleichzeitig bewahrt die Stadt eine einladende Atmosphäre. Die Plätze sind sauber, die Menschen im Allgemeinen freundlich und das Leben scheint hier seinem eigenen Rhythmus zu folgen. Die Straßen mögen ruhig wirken, doch jedes Viertel besitzt seinen eigenen Charakter. Von farbenfrohen Fassaden bis hin zu kleinen Cafés, die von den Einheimischen besucht werden. Wer eines Tages nach Tuzla reist, wird feststellen, dass Ruhe hier nicht Stillstand bedeutet, sondern vielmehr eine andere Art zu leben. Entspannter und stärker mit der lokalen Umgebung verbunden. In manchen Straßen wird man von den Düften der bosnischen Küche begleitet, insbesondere von traditionellen Fleischgerichten. Auf den Märkten verkaufen Händler zahlreiche lokale Produkte direkt an die Kunden, was die Authentizität des Erlebnisses zusätzlich verstärkt. Auch Grünflächen spielen im Alltag der Einwohner eine wichtige Rolle. Parks, Promenaden und Fußgängerzonen werden den ganzen Tag über genutzt. Freunde, Nachbarn, Familien und ältere Menschen treffen sich dort regelmäßig. Diese Orte sind weit mehr als dekorative Elemente. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Wenn die Temperaturen steigen, verändert sich Tuzla vollständig. Die Salzseen werden dann zu den wichtigsten Treffpunkten der Stadt. Menschen kommen hierher, um zu schwimmen, sich zu entspannen und die Sonne zu genießen. Dadurch erhält die Stadt eine fast schon strandähnliche Atmosphäre, die man mitten in Bosnien und Herzegowina kaum erwarten würde. Eine weitere wenig bekannte Tatsache ist, dass Tuzla über einen internationalen Flughafen verfügt, der die Stadt mit mehreren europäischen Zielen verbindet. Obwohl er kleiner ist als die Flughäfen der großen Hauptstädte, bietet er einen praktischen Zugang zu dieser Region des Landes,
Was nach einem Besuch besonders in Erinnerung bleibt, ist nicht unbedingt ein bestimmtes Denkmal, sondern vielmehr ein allgemeiner Eindruck, der einer einfachen, zugänglichen und authentischen Stadt, in der das tägliche Leben noch immer im Mittelpunkt steht. In einer Welt, in der sich viele Städte zunehmend ähneln, hat Tuzla ihre eigene Identität bewahrt, ohne künstlich beeindrucken zu wollen. Vielleicht macht genau das ihren besonderen Reiz aus. Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten relativ niedrig. Das Angebot an Unterkünften ist vielfältig und moderne Apartments sind oft günstiger als in zahlreichen europäischen Hauptstädten. Auch Essen gehen bleibt erschwinglich mit einfachen, großzügigen und preiswerten Gerichten. Die Verkehrskosten fallen ebenfalls meist gering aus. Dieses Preisniveau ermöglicht es vielen Einwohnern, ein aktives Sozialleben zu führen und gleichzeitig ihre täglichen Ausgaben im Rahmen zu halten. Wenn dich solche authentischen und wenig bekannten Reiseziele interessieren, entdecke weitere Inhalte auf diesem Kanal. Es gibt viele Orte wie diesen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Abonniere den Kanal, damit du keine zukünftigen Videos verpasst und vergiss nicht, einen Like dazulassen.